Nach dem grandiosen Auftakt der TV-Saison 2025, wo wir uns in einem 49-minütigen Review den LG G5 OLED TV angeschaut haben, geht es nun weiter mit seinem kleineren Bruder, und zwar dem LG C5, dem Mittelklasse-OLED-Modell LGs für das Jahr 2025. Auch dieses Jahr wird die C-Reihe wieder den interessanten Preis-Leistungssektor bedienen wollen. Nur, was bringt der C5 dafür mit? Inwieweit hat er sich gegenüber seinen Vorgängern wie dem C3 oder dem C4 verbessert? Letztes Jahr mussten wir ja feststellen, dass es keine großen Unterschiede zwischen dem C3 und dem C4 gab und dass der C3 in der Summe sogar etwas performanter war. Kann der C5 das Problem des Stillstandes in der Mittelklasse, welches LG schon seit Jahren hat, nun endlich beenden? Oder haben wir es mit einem umgelabelten C4 zu tun? Das und unglaublich vieles mehr, wenn wir hier in diesem Video klären. Ja, somit grüße ich euch zu einem neuen TV-Review hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, euch diese Videodokumentation, dieses TV-Review präsentieren zu dürfen. Denn ganz ehrlich, die Produktion dieses Videos war ein absoluter Genuss. In diesem Video erwarten euch wieder außergewöhnliche Details und Testergebnisse, die wirklich alles offenbaren, was diesen TV angeht. In dieses Video habe ich inklusive der Einspielzeit über 120 Stunden Produktionszeit investiert, um all das, was ihr gleich sehen und erleben dürft, zusammenzutragen. Ja, der LG C5 musste sich somit meinem neuen, anspruchsvolleren Testparcours stellen. Ich habe wirklich jedes Pixel umgedreht, um herauszufinden, wie viel TV wir für das Geld bekommen. Konnte mich der C5 wirklich überzeugen? Finden wir dies nun gemeinsam heraus. Ja, wenn euch das gefällt, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, lehnt euch zurück und ich lege los. Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir mit den technischen Daten. Der TV ist erhältlich in 42, 48, 55, 65, 77 und 83 Zoll. Jeweils mit einem Ultra HD WRGB OLED Panel, welches eine Bildwiederholungsfrequenz von bis zu 144 Hz in Ultra HD bietet. In diesem Video teste ich das 55 Zoll Modell in der C5-8 Fassung. Das Panel selber setzt dabei auf die bekannte OLEDX WRGB OLED-Technik aus dem Jahr 2022. Richtig, anders als ich es im Ersteindrucksvideo theoretisiert habe, setzt der C5 tatsächlich wieder auf OLEDX und nicht auf die Primary RGB Tandem OLED-Technik. Das 42 und 48 Zoll Modell ist dabei etwas abgespeckter und wird, vor allem was die Lichtperformance angeht, zum Beispiel nicht mit dem 55 Zoll Modell vergleichbar sein. Auch dieses Jahr setzt LG bei der C-Reihe wieder den Brightness Booster ein, welcher mittels Computeralgorithmen wieder das Maximum an Helligkeit aus dem OLEDX-Panel herausholen soll. Genaue Prozentangaben verschweigt LG tatsächlich an dieser Stelle. Abgerundet wird das Ganze mit 4 HDMI 2.1a Anschlüssen, um die hohe Auflösung mit 144 Hz auch einspeisen zu können. Die 144 Hz werden abgerundet durch eine Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium sowie VR und QMS VR Unterstützung. Prozessorseitig verbot LG den neuen Alpha 9 Gen 8 AI Prozessor, welcher eine bis zu 1,7-fache AI Performance aufweisen soll als der Alpha 7 Gen 8 Chip. Darüber hinaus bietet der C5 Dolby Vision, HDR10 und natürlich HLG. HDR10 Plus ist auch dieses Jahr wieder erwartend nicht von der Partie. Softwareseitig kommt selbstverständlich LG's WebOS in der neuen Version WebOS 25 zum Einsatz, welches an den wesentlichen Stellen passende Änderungen erfahren haben soll. Machen wir weiter mit der Verarbeitung, beziehungsweise bisher haben wir uns in diesem Kapitel meiner Review-Videos um das Thema Verarbeitung gekümmert. Da meine zukünftigen TV-Reviews in Sachen Analyse der Bildqualität noch detailreicher sind, spare ich dieses Kapitel nunmehr aus und verweise euch auf mein Ersteindrucksvideo zum C5, wo ich sehr detailliert auf die Verarbeitungsqualität eingehe. Natürlich wird die Verarbeitungsqualität mit ins Fazit dieser Review einfließen. Das Ersteindrucksvideo habe ich für euch oben in der Infobox als auch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Anders als bei meinem G5-Test lächelt uns jetzt bei meinem C5-Test die neue AI Magical Mode entgegen, welche dieses Jahr ihr Debüt feiert.
Kleiner, schlanker und prägnanter soll die neue Magic Mode herüberkommen. Und ja, das würde ich auch so unterschreiben. Nur, das war's dann auch schon. Ich bin ganz ehrlich mit euch, aber was zum Teufel ist das denn? Rein von der Materialwahl und Verarbeitung her ist diese ja noch billiger als die vorherige Magic Remote und ist dabei auch noch abgespeckter. Viele der nützlichen Funktionen der alten Magic Remote wurden gestrichen, wodurch manche Shortcuts oder versteckte Menüs einfach nicht mehr geöffnet werden können. So zum Beispiel das VRR-Informationenfenster. Die neue Magic Remote ist das perfekte Beispiel dafür, wie sich Geld sparen lässt. Sie liegt zwar gut in der Hand und an sich gefällt mir das etwas schlankere Design auch. Nur in Sachen Umsetzung hat AEG sich hier wirklich keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Ja, leider nicht das, was ich mir erhofft habe. Schade. Werfen wir nun einen Blick auf das neue WebOS 25, welches so 1:1 auch beim AEG G5 zum Einsatz kommt. Es wirkt im Verhältnis zur Vorjahresversion rein optisch jetzt nicht großartig anders. Das gleiche aufgeräumte Design. Auch das Einstellungsmenü erstrahlt weiterhin in einem schlichten Grau mit weißer Schrift. Die diesjährigen Neuerungen sind eher im Detail zu finden. Alle wichtigen Neuerungen habe ich euch bereits in einem separaten Video zusammengefasst, welches ich euch oben in der Infobox natürlich verlinkt habe. In diesem Video möchte ich mir die Aufmerksamkeit mehr auf die Performance richten. Nun, die Performance vom WebOS 25 ist auf dem AEG C5 im Vergleich zu WebOS 24 auf dem C3 oder dem G4 nicht deutlich besser geworden. Anders als beim G5 performt WebOS 25 auf dem C5 etwas träger. Die Bedienbarkeit fühlt sich dadurch manchmal etwas gemütlicher an, was natürlich die flüssige Bedienung des TVs teils einschränkt. Ansonsten bietet WebOS 25 natürlich alle bekannten Vorzüge, die es auch in den Vorgängerversionen geliefert hat. So natürlich auch den Zugriff auf den Filmmaker-Mode ab diesem Jahr mit der neuen Ambient Light Compensation Funktion, welche ich ebenfalls schon in einem separaten Video getestet habe. Ach ja, was das Thema Werbung im Bildschirmschoner angeht, hat sich da beim C5 natürlich nichts verändert. In meinem Test habe ich aber auch weiterhin keine Werbung zu Gesicht bekommen. Um den Bildschirmschoner aber nutzen zu können, geht dies weiterhin nur mittels der Aktivierung des Bildschirmschoner-Werbung im Systemmenü des AEG C5s. Das wohl interessanteste an diesem Video kommt jetzt, das Thema Bildqualität. Die Bildqualität habe ich bewertet mit speziellen Testbildern, aber auch mit klassischen Filmen und natürlich beim Gaming. Der Filmmaker-Mode als auch der Spieleoptimierer-Bildmodus kamen dabei zum Einsatz und diese nach Norm eingestellt. Seitens der Firmware habe ich den TV mit der Firmware-Version 3.3.10.32 getestet. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir nun mal, was der C5 so alles zu bieten hat und wie er vor allem gegenüber dem AEG C3 und dem AEG G4 abschneidet. Ja, ihr habt richtig gehört, ich vergleiche den C5 hauptsächlich mit dem 2023er AEG C3, da dieser letztes Jahr dem C4 vor allem in Sachen Bildabstimmung überlegen war und somit, wenn der C5 besser ist als der C3, wird das auch gegenüber dem C4 sein und natürlich andersrum. Starten wir wie immer mit der Darstellung von Details in dunklen Bildbereichen. Auch letztes Jahr musste ich dem AEG C4 und G4 hier hochloben und eine exzellente Near-Black-Darstellung bescheinigen. Wie sieht dies nun beim AEG C5 aus? Nun, der C5 liefert auch dieses Jahr wieder eine hervorragende Performance. Mit einem Einsetzen der Darstellung von Details in dunklen Bildbereichen ab einer Graustufe von 66 und somit oberhalb des Referenzschwarzes bescheinigt dem C5 eine exzellente Near-Black-Leistung. Dabei ist er sogar noch etwas filigraner als der C3, was wir auf dem direkten Side-by-Side-Vergleich perfekt erkennen können. Sehr gut. In Sachen Lichtreflexionen weist der C5 genau das gleiche Verhalten auf wie auch der C3 als auch der C4. Keine Spur von einer Vanta-Black-Beschichtung oder einer anderen Form von Antireflexion. Er ist sogar schlechter als der AEG B4, welcher letztes Jahr kurioserweise ein leicht diffuses Panel vorweisen konnte. Somit reflektiert der C5 durch Lichteinflüsse sichtbar und ist somit problematischer als ein G5. Keine Ahnung, wieso AEG beim C5 weiterhin auf keine Antireflexion setzt. Mich würde es nicht wundern, wenn uns der B5 wieder mit einem diffusen Panel begrüßt.
Nun kommen wir zu einem Thema, welches immer mehr an Bedeutung bekommt, und zwar die Helligkeit. In meinem Ersteindrucksvideo lieferte der C5 eine HDR-Spitzenhelligkeit von ca. 1210 Nit und das im 10% Fenster. Nun, jetzt nach ca. 50 Stunden Einspielzeit und einem großen Pixel-Refresh sieht das Ganze etwas anders aus. In meinem Test liefert der C5 im Filmmaker-Mode eine HDR-Spitzenhelligkeit von gut 1300 Nit in einem 1 bis 10% Testfenster. Ja, das nenne ich mal eine Verbesserung im Vergleich zum C4 und kommt einem AG G3 quasi gleich. Dabei brauchte der G3 noch das Microlens Array, um diese Lichtdichte zu erreichen. Und der C5 macht dies einfach nur mit dem OLED-X-Panel. Ich meine, im Vergleich zum C4 ist das eine Steigerung von 25 bis 30% und das kann sich definitiv sehen lassen. Noch genauer wird es, wenn wir uns dann die Realbildlichtleistung anschauen. Und dies wie gesagt im Filmmaker-Mode. Hier ist es so, dass der C5 ebenfalls auf eine Spitzenlichtleistung von ca. 1300 Nit kommt, was auch einer Steigerung von ca. 30% vom C4 als auch 45% vom AG C3 entspricht. Ja, 45% vom C3, das ist beachtlich. Sprich, der C5 liefert nicht nur bei den rechteckigen Testbildern eine deutlich höhere Lichtperformance, sondern kann dies auch bei atypischen Testinhalten liefern, die auch etwas größer als 10% Bildfläche vorweisen. Sehr gut. Um genauer herauszufinden, ob mich der C5 hier nicht im wahrsten Sinne des Wortes blenden möchte, habe ich meinen neuen Test zur Erkennung einer Schummelsoftware aka Testbilderkennung angewandt. Der C5 musste 5 Minuten lang ein 10% HDR-Testbild im Filmmaker-Mode darstellen. Dabei habe ich kontinuierlich die Lichtleistung gemessen, als auch die Oberflächentemperatur des Panels. Der Test gilt als erfolgreich, wenn der TV nach 1 Minute und 30 Sekunden weiterhin die gleiche Lichtleistung darstellt, als auch eine Oberflächentemperatur von unter 80 Grad Celsius aufweist. Schauen wir mal, ob der C5 uns hier hinters Licht führen möchte. Mein Testbilderkennungstest hat ergeben, dass auch der C5 mit uns ehrlich gesonnen ist. So hält er für 2 Minuten lang die Lichtleistung von ca. 1200 bis 1400 Nit. Aufgrund des Anstieges der Temperatur ändert sich natürlich der elektrische Widerstand, wodurch zu beobachten ist, dass der C5 von Minute 0 bis Minute 2 langsam etwas heller wird. Das ist normal und erstaunlich zu sehen, dass er sogar auf bis zu 1393 Nit ansteigen kann. Wow! Jedenfalls bei 1 Minute und 30 Sekunden sehen wir, dass der C5 mit 1361 Nit völlig unbeeindruckt weiter performt und das mit einer Oberflächentemperatur von 80 Grad Celsius. Nach der 2. Minute setzte dann der Auto Static Brightness Limiter ein, um das Panel vor einem Schaden zu bewahren. Nach 5 Minuten, als ich den Auto Static Brightness Limiter wieder mittels eines Menü-Tastendrucks beendet habe, kam der C5 wieder auf einen Wert von um die 954 Nit. Das ist das Mindeste, was ich erwartet habe. Grundlegend, wenn wir uns diesen Test so anschauen, können wir sehen, dass das OLED-X-Panel im C5 ganz schön am Limit fährt. Nach 1 Minute und 30 Sekunden kratzte er bereits bei 80 Grad Celsius und nach 2 Minuten sogar bei über 90 Grad Celsius. Das ist im Vergleich zum G5 schon heftig, welcher hier doppelt so hell werden kann, dabei aber um die 10 bis 15 Grad Celsius kühler agiert. Jedenfalls können wir gut sehen, dass der C5 einem G4 gleichkommt, was die Temperaturen angeht. Und mich daran bestärkt, dass der C5 einen G4 nur ohne Microlens Array darstellt. Rein rechnerisch kommt das hin, wenn wir die 20% Offset an der Lichtdichte von Microlens Array dazu rechnen, in Relation zur Temperaturentwicklung. Bitte bedenkt nur, das ist ein Worst-Case-Test. Dieses Szenario werdet ihr niemals in einem normalen Gebrauch erreichen können. Die Temperaturen wirken zwar extrem heftig, in der Realität kommt der C5 aber niemals an diese Werte heran. Auf jeden Fall können wir sagen, die knapp 1300 Nit sind realistisch. Schauen wir uns nun meine Messwerte im Lebhaft-Bildmodus an, sprich im maximalen Kaltweiß-Modus und das in diesem Fall mit den Werkseinstellungen.
Hier kommt der C5 in einem 1% Fenster auf einen Wert von um die 1450 Nit, als auch im 10% Fenster auf um die 1220 Nit. Nun, auch hier können wir sehen, dass das OLED-X-Panel im C5 wirklich am Limit operiert und wir hier nur eine marginale Steigerung der Lichtdichte vom Filmmaker-Mode zum Lebhaft-Modus ausmachen können. Ungeachtet dessen sind 1450 Nit im 1% Fenster bemerkenswert, wenn wir bedenken, dass der G3 dies im Jahr 2023 nur unter Zuhilfenahme von Microlens Array erreicht hat. Jetzt werfen wir noch einen Blick auf die HDR-Spitzenhelligkeit des Spielmodus. Und hier ist schön zu sehen, dass der Spielmodus genauso gut performt wie der Filmmaker-Mode. Mit ca. 1300 Nit im 10% Testfenster stellt er hier einen C3 als auch, und das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen, auch einen G3, welcher hier gerne unter 1000 Nit aufgrund eines Softwareproblems operiert, in den Schatten. In Sachen HDR-Gaming-Lichtleistung ein sichtbarer Schritt nach vorne. Jo, wenn wir diese Werte mal sacken lassen, ist es mehr als erstaunlich, wie viel Lichtperformance LG Display aus der OLED-X-Technik herausholen konnte, ganz ohne Microlens Array oder Heatspreader. Jetzt wird es natürlich spannend zu sehen, wie äußert sich denn diese Lichtsteigerung in der Realität. Dafür habe ich für euch wieder mal eine HLG HDR-Aufnahmen angefertigt, sodass ihr den Lichtunterschied in einem SDR-YouTube-Video allumfassend erkennen könnt. Da der C5 nun stabil über 1000 Nit liefern kann, ist er nun performant genug, um sicher Inhalte mit dieser Lichtdichte ohne Tricksereien darzustellen. Und aktuell liegen ja vermehrt die meisten Filme in maximal 1000 Nit vor. Das konnten zwar schon der C3 und der C4, aber da waren keine Reserven mehr nach oben und vor allem nicht bei größeren Lichtflächen. Und größere Lichtflächen ist genau der Punkt. Und vor allem ist es deutlich zu erkennen, wie sich die ca. 45% mehr Lichtdichte vom C3 aus gesehen realistisch auswirken. Wenn wir uns dann mal einen 4000 Nit Inhalt im Vergleich zwischen dem C3 und dem C5 anschauen, können wir deutlich sehen, wie erstaunlich sich die gestiegene Lichtleistung auswirkt und wie viel besser der LG C5 HDR-Highlights darstellen kann als der C3 und somit der C4. Ich meine, ihr seht es ja gerade im Bewegtbild, wie der C5 den C3 einfach ausspielt. Ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, den Vergleich mit dem G4 durchzuführen. Und da wird es jetzt richtig spannend, denn hier können wir gut sehen, wie nah der C5 bei einem 4000 Nit Inhalt dem G4 kommt und dass er somit dem G3 gleichzieht. In wirklich nur vereinzelten Situationen ist natürlich zu erkennen, dass der C5 dem G4 unterlegen ist und das letztere auf bis zu 1600 Nit Lichtdichte performen kann. Damit hat LG in Sachen HDR-Lichtdichte die Mittelklasse endlich vernünftig aktualisiert und auf das Niveau des High-End-Modells aus 2023 angehoben. Sehr gut und war, um ganz ehrlich zu sein, bitter notwendig. Ach ja, wenn euch das Video bis hierhin gefällt und ihr meinen selbstfinanzierten Kanal kostenlos unterstützen wollt, dann vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, das Video zu teilen und einen kleinen oder großen Kommentar zu hinterlassen. Das bringt diesem Projekt ungemein viel und ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung. Machen wir nun weiter mit dem Tone Mapping und dem Dynamic Tone Mapping. Nun, das generelle Tone Mapping, sprich das EOTF-Verhalten des LG C5 ist etwas denkwürdig. So ist zu erkennen, dass er ab ca. 70% Weißlevel auslenkt. In diesem Fall in die Richtung, dass er nicht hell genug wird für das erforderliche Szenario und er somit bei leicht schwächeren Weißtönen nicht so hell auftritt, als es der Inhalt anfordert. In der Realität ist das etwas, was nicht zwingend ins Auge fällt, aber eben nicht der genauen HDR-Darstellung gleichkommt. Reine Lichtwerte sind eben nicht alles.
Wird nun das Dynamic Tone Mapping aktiviert, so lenkt er bei einer Lichtdichte von ungefähr 2500 Nit aus und endet somit in einem HDR-Clipping. Damit bewegt er sich ungefähr auf dem Niveau des AG C3 bzw. C4, wobei der C3 hier etwas besser ist, da sein reines Tone Mapping in der Kurve besser ist als eben beim AG C5. Das ist, denke ich, eine reine Software-Sache, die AG gegebenenfalls mit einem Firmware-Update fixen kann. Ungeachtet dessen, auf Basis seiner Lichtleistung von ca. 1300 Nit ist ein Wert von um die 2500 Nit stabiles Papierweiß mehr als sehr gut. Ähnlich wie beim G5 hat das Dynamic Tone Mapping eine ganz andere Seite entwickelt, die ich bisher noch nie bei einem vorherigen AG OLED TV beobachtet habe. Das Dynamic Tone Mapping des C5s spreizt die Lichtdichte von HDR10-Inhalten jeglicher Lichtdichte auf die maximale Panel-Performance auf und das mit einem durchaus gutem Ergebnis. Normalerweise bin ich ja jemand, der sagt, bloß die Finger weg von einem Dynamic Tone Mapping. Der HDR-Effekt wird dadurch nämlich nur undeutlicher. Aber das, was AG hier zaubert, ist bemerkenswert. Bei HDR-Inhalten, die eine Lichtdichte von unter 1300 Nit haben, kann der C5 daraus ein sehr glaubwürdiges HDR-Bild mit 1300 Nit zaubern, als hätte der Inhalt wirklich diese Lichtdichte. Wenn wir uns den C3 und den C5 nebeneinander anschauen und bei beiden das Dynamic Tone Mapping zeitgleich aktivieren, sehen wir das Ganze in einer beeindruckenden Pracht, wie deutlich der C5 den C3 hier vernichtet. Das gleiche sehen wir im Übrigen auch zwischen dem C5 und dem G4. Das ist unglaublich. Es ist natürlich eine Sache des Ermessens. Ein Dynamic Tone Mapping sorgt immer dafür, dass die eigentliche Bilddarstellung des Inhalts verfälscht wird. Und für Puristen heißt es weiterhin, Finger weg vom Dynamic Tone Mapping. Dennoch ist es beeindruckend zu sehen, wie AG das ehemals bekannte Active HDR optimiert hat. Kommen wir nun zum Thema Auto-Static Brightness Limiter, kurz ASBL. Was sich genau technisch dahinter verbirgt, habe ich für euch in einem separaten Tech-Wissen-Video verpackt, welches ich euch ebenfalls oben in der Infobox verlinkt habe. Ich denke, wir können das Thema auch hier recht kurz abhandeln. Der ASBL greift auch im dritten Jahr in Folge nicht mehr negativ ins Bild ein und somit werden komplizierte HDR-Inhalte ohne großen Kontrastwechsel nicht willkürlich abgedunkelt. Sehr gut. Werfen wir nun abschließend einen Blick auf die SDR-Lichtleistung. Nun, hier liefert uns der C5 eine sehr brauchbare, wenn nicht sogar sehr gute Performance ab. So schafft er im 10% Fenster eine SDR-Lichtdichte von ca. 647 Nit, als auch im 100% Fenster um die 320 Nit. Damit stellt er sich auf eine Stufe mit dem AG G4 und ist sogar messtechnisch noch ein Ticken besser. Kaum zu glauben, aber ja, so ist es. Der G4 kommt in einem 10% Fenster auf um die 600 Nit, während der C5 hier nochmal ca. 7% obendrauf legt. Das ist zwar ein Unterschied, der mit dem bloßen Auge nicht auszumachen ist, dennoch bescheinigt dies dem C5 eine sehr gute SDR-Lichtleistung, die auch für helle Räume definitiv brauchbar ist. Machen wir weiter mit der Farbdarstellung. Hier habe ich den AG C5 auf seine Farbperformance im BT709 und BT2020 Farbraum überprüft. Jeweils im Filmmaker-Mode mit normgerechten Einstellungen. Ab 2025 messe ich nur noch den D65 Weißpunkt oder falls erforderlich mit JUDD-Offset für die Sony TVs. Ignoriere dabei aber den D93 Weißpunkt, den ich sonst immer gesondert für den Spielmodus mit geprüft habe. Da Spiele vermehrt auf eine Farbtemperatur von 6500 Kelvin genauso wie Filme hin optimiert werden, erübrigt sich das Prüfen des D93 Weißpunktes in diesem Fall. Wie bereits am Anfang dieses Videos angesprochen und entgegen meiner Theorie aus dem Ersteindrucksvideo, setzt der C5 nicht auf das Primary RGB Tandem OLED Panel, sondern, wie erwähnt, auf die 2022er OLED-X-Technik. Dies können wir anhand der Spektrommessung gut erkennen, dass es einen signifikanten Unterschied zwischen dem C5 und dem G5 gibt und dass der G5 hier in Sachen Reinheit der Farben dem C5 deutlich überlegen ist.
Was aber spannend zu sehen ist, wenn wir das Spektrum mit dem G4 vergleichen. Hier sehen wir, dass der C5 ein leicht besseres Farblichtabstrahlverhalten hat als der G4. So emittiert er Rot und Grün leicht genauer. Das hat durchaus positive Auswirkungen auf die Bildqualität. Am Rande sei erwähnt, dass dies keine Neuerung des C5 ist, sondern der C3 bzw. C4 weist das gleiche Verhalten auf. Der G4 ist da aufgrund von Microlens Array etwas ausgedünnt. Okay, das dazu. Bevor wir jetzt zu den Farbmesswerten der einzelnen Dynamikbereichen kommen, muss ich euch mitteilen, dass der C5 ab Werk nicht mehr auf eine Farbtemperatur von warm 50 im Filmmaker-Mode eingestellt ist, sondern auf warm 40, genauso wie der G5. Beim G5 kann ich diese Entscheidung durchaus verstehen, da das neue Primary RGB Tandem OLED Panel mehr rotes Licht emittiert. Beim C5 hingegen geht das Ganze etwas nach hinten los, da das OLED DX-Panel deutlich grünlicher ist. Wir werden auch gleich herausfinden, warum das so ist und dass LG bei der Mischung der Farben zur Erzeugung der korrekten Farbtemperatur im Weiß, so einiges, nennen wir es mal, verdreht hat. Alles klar, dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt mit dem SDR Filmmaker Mode im BT709 Farbraum. Die Abstimmung des C5 hat sich im Vergleich zum Ersteindrucksvideo und somit nach der Einspielzeit von ca. 50 Stunden marginal verändert. Tatsache ist, der Grünstich, den ich beim Ersteindrucksvideo festgestellt habe, hat sich noch weiter etabliert und hat sich zu einem eher aquarellfarbenen Stich weiterentwickelt. Das können wir sehr gut daran erkennen, dass das Bild sehr stark blau und grün durchzeichnet ist und eher rot entsättigt ist. Typisch für die OLED DX-Technik und kommt dem LG G4 sehr nahe. Auf Seiten der Farbtemperatur trifft der C5 einen Wert zwischen 6600 bis 6800 Kelvin und ist damit etwas kühler abgestimmt, als es die D65-Norm vorsieht. Auch im Farbraum können wir erkennen, dass er von Grund auf sehr gut farbabgestimmt ist, aber Sekundärfarben wie Gelb oder Magenta ungenau trifft und somit nicht an die Bildqualität eines LG G5s herankommt. Dafür trifft er mit einem Gamma-Wert von genau 2.4 exakt die Vorgabe vom BT1886 und ist somit, was die Weißdurchzeichnung des Gesamtbildes angeht, sehr gut abgestimmt. Grundlegend ist der SDR Filmmaker Mode des C5 eher durchwachsen. Schauen wir uns nun gesondert noch die Gamma-Darstellung an. Dies muss sich beim C5 genauso wie beim G5 separat behandeln, da LG endlich die problematische Nach-Schwarz-Darstellung des SDR Filmmaker Modes beseitigt hat. Zuvor waren die LG OLED TVs im BT1886 Modus leicht blackrushig. Dies lässt sich jetzt mittels neuer Einstellungen aushebeln. LG ermöglicht es nun beim C5 entweder die Normeinstellung BT1886 zu wählen oder 2.2 mit insgesamt 7 Abstufungen. Das ist ein Segen. So könnt ihr 2.2 wählen und das so weit anpassen, dass ihr in die Richtung der Normdarstellung kommt und dennoch Details in den dunklen Bildbereichen behaltet. Ich habe für euch die 7 Einstellungen einmal durchgemessen und verglichen. Wenn wir uns die 7 Einstellungen so anschauen, können wir sehr gut erkennen, dass mit den negativen 2.2 Einstellungen das Bild aufgehellt und mit den positiven abgedunkelt wird. So trifft die Einstellung 0 einen Gamma-Wert von 2.17, minus 3 einen Wert von 1.87 und plus 3 sieht sich bei 2.46. Als perfekt habe ich auch beim C5 die Einstellung plus 1 identifiziert, welche mit einem Wert von 2.28 einen sehr guten Kontrast liefert und feine Details in dunklen Bildbereichen endlich nicht mehr vermissen lässt. Eine Funktion, die längst überfällig war und ich hoffe, dass die vorherigen LG OLED TVs jene Funktion mittels eines großen WebOS-Updates nachgereicht bekommen. Aus meiner Sicht absolute Pflicht. In der Realität ist deutlich zu erkennen, wie der C5 mit seinem Grünstich zu kämpfen hat. Im direkten Vergleich zum C3, welcher damals wirklich exzellent abgestimmt war, ist zu erkennen, dass der C5 das gesamte Bild eher aquarellfarben darstellt, somit auch zu kühl. Selbst im Vergleich zum G4 ist dies deutlich zu erkennen und der hat ebenfalls mit einem eher grünlichen Bild zu kämpfen, was im direkten Vergleich zum C5 fast schon nicht mehr auffällt. Jedenfalls in Sachen Bildabstimmung im SDR Filmmaker Mode ist der C5 nicht gerade der hellste Stern am Himmel.
Weiter geht es im Filmmaker-Mode mit dem erweiterten Farbraum BT 2020. Nun, auch hier sehen wir die Problematik mit der grün-bläulichen Durchzeichnung des Bildes. Zwar äußert sich das Ganze nicht so stark wie im SDR-Filmmaker-Mode, dennoch zeigt sich, dass auch der C5 im HDR-Filmmaker-Mode die gleiche Problematik vorweist. Ein zu kühles und somit grün-bläuliches Bild. In puncto Farbraum konnte ich feststellen, dass der C5 den DCI-P3-Farbraum etwas genauer trifft als der C3 und C4. Wir bewegen uns hier in einem kleinen Prozentsatz von 1 bis 2%. Die 100% DCI-P3, die AEG bewirbt, konnte ich nicht feststellen. Ich kam auf einen Wert von 98,1%, was alles andere als schlecht ist und knapp 2% mehr als beim AEG G4 darstellt. An die 99,7% des G5s kommt der C5 aber nicht heran, hätte mich aber auch gewundert. Auch das können wir wieder im direkten Vergleich zum C3 erkennen, wie auch im HDR Filmmaker Mode die leicht grün-bläuliche Durchzeichnung des Bildes das Bild etwas unnatürlicher wirken lässt. Der C3 ist hier wesentlich genauer, vor allem was Hauttöne angeht. Auch im Vergleich zum G4 ist diese Problematik zu erkennen, auch wenn dieser ebenfalls nicht an die Genauigkeit des C3s heranreicht. AEG verspricht ja nicht nur eine 100%ige Abdeckung des DCI-P3-Farbraumes, was der C5 ja um ca. 1,8% verfehlt hat, sondern auch ein Farbvolumen von 100%. Und ja, das kann ich bestätigen. Der C5 liefert im DCI-P3-Farbraum ein Farbvolumen von sogar 106%. Sehr gut. Jetzt müssen wir uns natürlich noch den Spielmodus anschauen. Der Spielmodus im BT709 SDR-Modus weist ebenfalls die gleiche Problematik auf, wie auch schon der SDR Filmmaker Mode. Eine zu grünlich-bläuliche Durchzeichnung des Bildes, welche mit dem bloßen Auge mühelos auszumachen ist, wodurch das Bild auch hier alles andere als akkurat ist. Im HDR-Spielmodus fasse ich das Ganze mal zusammen und musste hier ebenfalls die gleiche Problematik diagnostizieren. Schade. Wie eingangs erwähnt, justiert AEG den C5 im Filmmaker-Mode ab Werk auf eine Farbtemperatur von warm 40, genauso wie den AEG G5. Ich gehe davon aus, dass da einheitlich die Software entsprechend erstellt und gepflegt wird. Jedenfalls trifft der C5 mit einer Farbtemperatureinstellung von warm 40 nicht ganz die 6500 Kelvin, sondern eher mit warm 42. Nun, wer sich nun gedacht hat, man könne den grünen Blaustich etwas herausnehmen, indem einfach die Farbtemperatur auf warm 50 gesetzt wird, ja, den muss ich enttäuschen. Tatsächlich ist es so, dass wenn die Farbtemperatur auf warm 42 gesetzt wird, reduziert der C5 das Blau einfach. Und bei warm 50 eskaliert er dann vollends und dreht das Rot extrem auf und reduziert das Blau so sehr, dass daraus kein Blau-Grünstich wird, sondern ein Rot-Grüner. Keine Ahnung, was AEG hier für eine Mission hat, jedenfalls ist die Farbtemperatureinstellung dezent verhauen und kaum eine Möglichkeit für eine Feinoptimierung. Erst mit einem rudimentären 2-Punkte-Weißabgleich, in dem ich stark eingreifen musste, konnte ich beim C5 den Blau-Grünstich ausmerzen. Wahnsinn! Abschließend müssen wir uns natürlich noch das Color Banding anschauen. Wie zu erwarten, liefert uns der C5 keinerlei Farbhelligkeitsabstufung und somit kein Color Banding. In puncto Farbdarstellung präsentiert uns AEG hier mit dem C5 eine doch eher lieblose Umsetzung, welche quasi die Geschichte des C4 fortsetzt. Weiterhin eine eher blau-grünliche Bildabstimmung, die leider jegliche Akkuratheit vermissen lässt. Zwar ist die Bildabstimmung des C5 grundsolide, nur im Vergleich zum G5 oder einem C3 oder G3 hinten ab. Wer beim C5 wirklich eine akkurate Bilddarstellung wünscht, sollte eine manuelle Kalibrierung in Erwägung ziehen oder gleich zum massiv performanteren AEG G5 greifen. Der Preisunterschied rechtfertigt sich da sowieso in jeglicher Hinsicht. Bevor es weitergeht, habe ich eine Kleinigkeit in eigener Sache. Wie ihr wisst, realisiere ich 99,9% aller Tests hier auf meinem Kanal aus eigener Finanzierung, um unabhängig zu bleiben, aber auch möchte ich in Zukunft, dass TechTracks HD ein Kanal für Inhalte bleibt und nicht für In-Video-Werbung. Das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Um dies sicherzustellen, kalkuliere ich Jahr für Jahr das Budget, was echt eine Herausforderung ist. Wenn ihr mich dabei unterstützen möchtet, dass
die freie, unabhängige und auch werbefreie Art meines Kanals bestehen bleibt, dann habt ihr die Möglichkeit, dies über meine Kaffeekasse in der Videobeschreibung. Darüber könnt ihr dem Projekt TechTracks HD ein kleines Trinkgeld hinterlassen und das Tolle daran ist, ihr braucht dafür nicht mal einen Account oder eine Anmeldung. Jeder Taler in der Kaffeekasse bringt uns dem Ziel ein Stück näher und sichert das Fortbestehen dieses doch recht intensiven Projektes. Ich möchte auf jeden Fall jetzt schon mal Danke an alle sagen, die mich bisher unterstützt haben und auch mich in Zukunft unterstützen möchten. Ich danke euch. Okay, nun aber weiter mit dem Test des AG C5. Werfen wir nun einen Blick auf den Upscaler und auch hier ist die Verbesserungskurve eher flach, beziehungsweise ich würde diese schon als eher konstant bezeichnen. Denn der C5 arbeitet exakt auf dem Niveau des C3 und somit auf dem Niveau des C4. Was so gesehen nicht unbedingt verkehrt ist, da der C3 durchaus gut performt hat. Man könnte sagen, dass die etwas ungenaue Abstimmung den C5 vielleicht noch etwas schlechter machen könnte, aber so rein von der Upscaler-Leistung in Sachen Detailarbeit, Schärfe und Blocking nimmt sich C3 und C5 überhaupt nichts. Kommen wir nun zur Zwischenbildberechnung. Was eine Zwischenbildberechnung ist, habe ich euch in einem separaten Tech-Wissen-Video verpackt, welches ebenfalls oben in der Infobox verlinkt ist. Die Zwischenbildberechnung des C5 ist auch wieder eher als okay zu bezeichnen. Hier bewegt er sich auf dem Level des C3, C4 und kommt dementsprechend leider nicht an die elegante Zwischenbildberechnung des G2 heran. Auf jeden Fall bei einem Quellmaterial von 24 Bildern pro Sekunde, was einer klassischen Filmwiedergabe entspricht, zerreißt der C5 das Bild sichtbar. Was auf meinen Testbildern brutal aussieht, ist bei einem echten Film natürlich situationsabhängig. Wie beim G5 hat es AG auch beim C5 nicht geschafft, die Zwischenbildberechnung in den Griff zu bekommen. Machen wir weiter mit einem Thema, welches bei OLED-TVs ebenso brisant ist wie ärgerlich. Die Rede ist von vertikalem Bending. Vertikales Bending ist in der Vergangenheit vor allem bei OLED-TVs immer wieder aufgetreten. An meinem LG C5 konnte ich aber kein vertikales Bending feststellen. Ohne großes Hin und Her. Auch dieses Jahr sind die LG OLED-TVs wieder auf das moderne Gaming hin optimiert. HDMI 2.1a mit dem Support für 4K mit bis zu 144 Hz, Auto Low Latency Mode, VRR, Nvidia G-Sync, AMD FreeSync Premium und Dolby Vision Gaming mit bis zu 144 Hz stehen bereit. Anders als der LG G5 bietet der C5 keinen Support für 165 Hz und muss sich in Anführungsstrichen nur mit 144 Hz begnügen, genauso wie sein Vorgänger. Um am PC auch Dolby Vision mit 144 Hz zu nutzen, müsst ihr in den HDMI-Einstellungen die Dolby Vision PC-Funktion aktivieren. Auf jeden Fall, wie stellt sich die bisherige Leistung des C5 in Sachen HDR Gaming dar? Nun, die Antwort ist hier, es war auf Basis dessen klar, was wir im Kapitel HDR-Lichtleistung schon herausgefunden haben, dass der C5 hier sehr gut performt und den C3 und den C4 mühelos ausspielt. Sei es bei den HDR-Lichtspitzen oder bei der Farbleuchtintensität, der C5 vernichtet hier den C3 nach Strich und Faden. Ich meine, ihr könnt das Ganze ja gerade anhand meiner HDR-HLG-Aufnahmen sehen, wie der C5 hier seine Leistung ausspielt. Sehr gut. Wenn wir dann den Vergleich mit dem G4 wagen, wird es noch beachtlicher, wie nah der C5 dem G4 ist. Auch beim HDR Gaming. Der G4 kann nur ein kleines bisschen seinen Vorteil ausspielen, nur viel Lichtunterschied ist zwischen dem G4 und C5 nicht mehr. Wodurch der C5 in Sachen HDR Gaming definitiv ein Wortchen mitzureden hat. Alle Achtung! Werfen wir nun noch kurz einen Blick auf das bekannte VRR-Gamma-Flimmern. Nun, ich bin da ganz ehrlich mit euch, wie sollte es auch hier anders sein? Auch beim C5 muss sich das VRR-Gamma-Flimmern feststellen. Das sogenannte VRR-Gamma-Flimmern tritt bei Spielsignalen in Ultra HD über 90 Hz auf, welche hier die Frequenz zwischen 90 bis 120 Hz mittels der VRR regeln. Da kommt es dann quasi zu einem Verdrehen der Gamma-Werte der Einzelbilder, was dann in einem hellen Flimmern sichtbar wird. Kommen wir zum Sound des C5. Nun, um klare Worte zu treffen, Audiokünstler waren die LG-TVs noch nie und so ist es auch beim LG C5. Besser als früher, aber nicht unbedingt besser als die Modelle aus dem Jahr 2023.
Auch dieses Jahr gefällt mir der Kino-Audio-Modus wieder sehr gut, welcher vor allem einen schönen Tiefgang bietet. Ich bilde mir sogar ein, dass der Tiefgang beim C5 noch etwas besser geworden ist und er auch Details etwas feiner herausarbeiten kann. Aber das kann auch wie gesagt eine leichte Einbildung sein. Audio-Modi wie AI Tone Pro sind aber auch dieses Jahr wieder gruselig schlecht. Erneut muss ich ganz klar sagen, dass eine externe Soundlösung her muss, wenn ihr einen vernünftigen Sound haben wollt. Ach ja, wie wir bereits in einem separaten Video festgestellt haben, hat LG ab der Generation 2025 die Unterstützung für das Audioformat DTS entfernt. Somit ist ein Abspielen, Wiedergeben und Durchschleifen von DTS-Signalen jeglicher Art nicht mehr möglich. Etwas, was ich zwar als verschmerzbar einordne, dennoch ein Rückschritt in die falsche Richtung. Meine TV-Reviews ab 2025 werden nun auch das Thema Leistungsaufnahme, sprich den Stromverbrauch behandeln. So verbraucht ein C5 in 55 Zoll mit einem 100% weißen SDR-Testbild um die 245 Watt. Bei meinem HDR-Realbildtest in 200 Nit um die 56 Watt. Bei 1000 Nit sind es ca. 97 Watt und bei maximaler Lichtdichte des Panels kommen wir auf ca. 209 Watt. Bei einem 10% HDR-Testbild mit 4000 Nit Lichtdichte verbraucht der C5 um die 200 Watt, bei einem 100% HDR-Testbild sind es ca. 205 Watt. Das sind sehr akzeptable Werte unter Berücksichtigung, mit welchem Panel wir es hier zu tun haben. Vor allem, wenn wir die Werte mit dem LG G4 vergleichen, können wir sehen, dass der C5 und der G4 in Sachen Leistungsaufnahme sehr nah beieinander liegen und sich so meine Vermutung, dass es sich beim C5 um einen G4 ohne Microlens Array handelt, nicht nur von der Temperaturentwicklung untermauert wird, sondern auch von der Leistungsaufnahme. Jedenfalls verbraucht der C5 deutlich mehr Strom als ein LG G5, welcher bei meinem Realbildtest mit 10.000 Nit Lichtdichte um die 174 Watt verbraucht, während der C5 stolze 209 Watt aus der Steckdose saugt, dabei aber um die 1300 Nit und somit 50% dunkler ist, dafür aber 20% mehr Strom verbraucht. Ja, allein was die Leistungsaufnahme angeht, würde sich der Aufpreis zum G5 während der Lebensspanne über den Strompreis sicher amortisieren. Fazit: Mit dem LG C5 haben wir nun LGs Mittelklasse-Modell für das Jahr 2025 getestet. Für mich stellt sich nun vornehmlich die abschließende Frage: Konnte LG den Stillstand in der Mittelklasse beenden? Nun, die Antwort darauf möchte ich mit einem eingeschränkten Ja beantworten. Mit dem C5 präsentiert uns LG wieder einen Allround OLED-TV, welcher vor allem in Sachen Verarbeitungsqualität und Ausstattung zu überzeugen weiß. 4K mit bis zu 144 Hz, 4x HDMI 2.1a, einem zeitlosen Design sowie endlich einer zeitgemäßen HDR-Lichtleistung lassen den C5 durchaus hervorstechen. Besonders muss ich dabei die gestiegene Lichtleistung anmerken, welche mit einem Zuwachs von bis zu 45% von einem LG C3 und somit ungefähr auf dem Niveau eines LG G3s operiert, echt glänzen kann. Im SDR-Betrieb sogar etwas oberhalb des LG G4s. Damit kann der C5 sich definitiv als zeitgemäßer und performanter Mittelklasse HDR OLED-TV für das Jahr 2025 bezeichnen, welcher jeden High-End OLED-TV vor 2023 mühelos hinter sich lässt, bei der Filmwiedergabe als auch beim Gaming. Mehr als schade finde ich wiederum, dass die Bildabstimmung leider erneut nicht dem entspricht, was von einem TV dieser Klasse zu erwarten ist. So präsentiert uns auch der C5 wieder den ausgeprägten Grünstich, welcher sogar nochmals prägnanter ausfällt als noch bei der Vorgängergeneration und kombiniert dies erneut mit einer eher durchwachsenen Zwischenbildberechnung. Vor allem was die Bildabstimmung angeht, liegen Welten zwischen dem LG C3 und dem C5. Für mich mehr als schleierhaft, wieso und weshalb dieser Weg gewählt wird, während 2023 auch die C-Reihe als Referenz in der Mittelklasse durchging. Da ist der C5 weit von entfernt, zumindest out of the box. Wieder gut macht der C5 dies dann mit einer wirklich exzellenten Near-Black-Leistung als auch dem umfangreichen WebOS 25 Betriebssystem, welches dieses Jahr vor allem was die SDR-Bildeinstellung angeht signifikante Optimierungen erhalten hat, welche zwingend notwendig waren in Bezug auf die vorherigen LG OLED-TVs. Jedenfalls muss ich euch dennoch sagen, dass es mir schwerfällt, den C5 trotz seiner beachtlich gestiegenen Lichtleistung
im Vergleich zum C3 oder C4 wirklich ausnahmslos zu empfehlen. Nicht, wenn ich weiß, dass es a. den LG G4, solange er noch verfügbar ist, für günstiges Geld zu kaufen gibt und dabei sichtbar performanter ist. Nein, vor allem b, und das ist für mich das langzeitliche Argument, dass es den G5 nur für einen geringen Aufpreis zu haben gibt. Ja, knapp 300 bis 400 Euro mehr unverbindliche Preisempfehlungen sind ein Schnäppchen für das, was der G5 bietet. Der G5 ist um das Doppelte heller, sowohl im HDR als auch im SDR-Betrieb, verbraucht bis zu 20% weniger Strom bei doppeltem Lichtoutput, bietet eine nahezu perfekte Bildabstimmung sowie eine beachtlich genauere Farbabbildung dank Tandem OLED und somit einem besseren Farblichtspektrum und kommt zum Schluss noch mit 4x HDMI 2.1b und 165 Hz bei Ultra HD um die Ecke. Ich meine, bitte versteht mich nicht falsch, aber die C-Reihe ist auch mit dem C5 weiter hinter der aktuellen G-Reihe von der LG abgeschlagen. Die Kluft zwischen den beiden Modellen ist beachtlich und kann nur mit einer Preisdifferenz von mindestens 1000 Euro gerechtfertigt werden. Sprich, wenn ihr den C5 in 55 Zoll irgendwann für 999 Euro im Angebot bekommt und der G5 in 55 Zoll kostet in dem Moment um die 2000 Euro, dann würde ich euch zum C5 raten, aber auch das ist mit sehr viel Bauchschmerzen verbunden. Allein im Hinblick der Zukunftssicherheit. Aus meiner Sicht müsste LG ein Zwischenmodell veröffentlichen oder der C-Reihe noch mehr Performance geben, um den Preisunterschied wirklich rechtfertigen zu können. Der C5 ist zwar ein guter OLED-TV und weiß auch mit Argumenten zu überzeugen, wird aber aus den eigenen Reihen mehr oder weniger in die stille Ecke gestellt. Trotz 45% mehr Lichtdichte. Ja, und mit diesen Worten möchte ich nun mein Review-Video zum LG C5 TV abschließen. Wenn ihr Fragen habt, dann zögert nicht und schreibt mir diese gerne in den Kommentarbereich. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann lasst gerne ein kostenloses Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. In diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt eine schöne OLED-Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!